Heute bei Leben USA. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Buch gelesen. Ich kaufe lieber Gemüse und andere Sachen. Ich habe keine Ahnung von Autos. Keine Ahnung zu haben, ist völlig okay. In meinem Kanal habe ich mittlerweile über 157.000 Kommentare. Hier seht ihr es an dem Screenshot. 35,5 Millionen Klicks auf meine Videos. Und viele meiner Follower, die meine Auswanderung in den USA, also das alles verfolgt haben, die wissen, dass ich vielseitig bin. Und sie fragen mich, wie schaffst du das alles? Also jede Woche 3 Videos veröffentlichen, ein eigenes amerikanisches Unternehmen in San Diego führen, Dozententätigkeit gleichzeitig, Sport treiben, anderen Hobbys ebenfalls nachgehen. Vor knapp 10 Jahren, als ich mit YouTube anfing, war ich auch nicht vermögend. Und in den USA habe ich das auch dann diese Hürde überwunden, was mir eine ganz neue Lebensperspektive gegeben hat. Neider unter euch, gerne einfach zum nächsten Video klicken, ja? Diese Inhalte sind nichts für euch. Ihr werdet euch nur ärgern. Alle anderen, die interessiert zuhören wollen, ja? Meine Lebenstricks, die zum Erfolg führen, direkt nach diesem Intro aus meinem wunderschönen Zuhause San Diego, Kalifornien. Ich habe vor kurzem das Video veröffentlicht, wie ich in den USA reich geworden bin. Viele meiner Zuschauer haben ein gutes Gedächtnis. Ich habe auch geschrieben, dass ich aus armen Verhältnissen komme, wo ich ein kleines Kinderzimmer hatte, also vorher gar kein und dann ein ganz kleines. Meine Eltern kein Geld hatten, mir Sachen zu kaufen. Das war also mein 100.000 Abo-Video, wo ich etwas tiefer in meine Kindheit eingehe, die mir übrigens sehr schwer fiel, weil ich eben also sehr viele persönliche Sachen verraten habe. Nummer 10. Motivationsbücher. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Buch gelesen. Über Motivation, Effektivität, Erfolg, Zielstrebigkeit und diesen ganzen Kram über Selbstverwirklichung. Das heißt jetzt nicht, dass diese Bücher dir nicht weiterhelfen würden oder schlecht sind. Es gibt da ganz bestimmt tolle Bücher. Und ich habe auch noch nie einem Motivationscoach, Lebensberater und anderen länger als 1 Minute zuhören können. Aber auch diese müssen nicht schlecht sein. Da gibt es bestimmt ganz tolle und außergewöhnliche Menschen. Nichts gegen diese. Ich rede ja nur von mir. Das liegt daran, dass ich andere Bücher lese. Ich lese zum Beispiel Romane. Sowas wie Paulo Coelho, der Alchemist. Franz Kafka ist eines meiner Lieblingsautoren. Ich denke, ich habe alle seine Werke bereits gelesen. Aber ich lese auch sehr viel Philosophie. Ich habe viele Werke von Erich Fromm gelesen. Also nicht die Kunst des Lebens und so weiter, ne? Sondern seine kolossalen Werke, die er publiziert hat. Ich lese auch sehr viel wissenschaftliche Werke. Da bin ich also ein Nerd. Die populären wie Eine kurze Geschichte der Zeit von Hawking sicherlich auch. Aber auch spezifische Werke über Evolution, Biologie, Dinge wie Zellregenerierung, Zukunft von Städtebau und Energiekonzepte, künstliche Intelligenz und so weiter. Aber ich lese auch Geschichten und Bücher von erfolgreichen Menschen. Einige Bücher schon in den 90er Jahren, wie von Bill Gates, The Road Ahead, wo er 1995 ja schon vorausgesagt hat, dass es Videostreaming geben wird und wir Smartphones haben werden. Ich habe die Geschichte von Robert Iger gelesen, dem ehemaligen Geschäftsführer vom Fernsehsender ABC, The Ride of a Lifetime, auch Elon Musks Buch. Die Erfahrung und Wissen dieser Menschen fasziniert mich. Statt einem Motivationscoach zuzuhören, sammle ich lieber authentische Erfahrungswerte von erfolgreichen und interessanten Menschen, die es sich nicht zum Geschäftskonzept gemacht haben, zu motivieren, sondern es von sich aus selbst erzählen, weil sie etwas zu teilen, sagen haben. Das hier hat mir ein Freund geschickt, Glucose Revolution, und ich lese das gerade. Aus all diesen bekomme ich Motivationsschübe, Energie, Lösungen für mein Leben. Eigentlich ein leistungssportliches Energiegefüge des Denkens. Aber ich denke, dass dieses ständige Lesen, ich bin 100% sicher und absolut kompromisslos, erwiesen und unbestreitbar, behaupte ich. Eine ganz kleine Unterbrechung. Wollt ihr wissen, wie der Zaubertrank von Obelix schmeckt? Das verrate ich euch in diesem Clip. In meinem letzten Video habe ich euch mal gezeigt, was so in meinem Kühlschrank ich habe. Der menschliche Darm beherbergt die größte Anzahl an Bakterien im gesamten Körper. Circa 100 Billionen Bakterien. Viele Studien legen nahe, dass alles, was unsere Gesundheit betrifft, von Krankheiten über Lebenserwartung bis hin zu Aussehen und Gehirnfunktion letztlich vom Darm beeinflusst wird. Unsere Vorfahren wussten das bereits vor Tausenden von Jahren. Eingelegte Oliven
Oliven, Gurken, Schafskäse, Essig, Joghurt. Und immer mehr Studien bestätigen, dass fermentierte Lebensmittel die Stoffwechselaktivitäten im Darm positiv und nachhaltig beeinflussen. Das hier bin ich 1977 als Kind, denn ich esse seit meiner Kindheit Joghurt, fast täglich, so wie Obelix damals in den Zaubertrankkessel gefallen ist. Ich habe keine Allergien, keinerlei Krankheiten und ich kann alles essen. Meine Superheldenkraft, mein Magen. Everydays Darmgesundheit Basic ist sowas wie ein Superhelden-Kombi für den Darm. Es enthält konzentrierte Probiotika und mehr. Dein Lebenselixier wird aus dem Darm bestimmt und Everydays konzentriertes Pulver gibt es in dieser Form. Und hier ist der Zaubertrank, das Care-Pulver von Everydays, einfach mit Wasser vermischen. Soweit ich weiß, ist das Originalrezept vom Druiden Miraculix. Ich mag es ja süß, daher mische ich es allerdings mit etwas A2-Milch, etwas Monkfruit und Johannisbrotpulver. Njam. Ich hatte euch auch mal diese anderen Produkte gezeigt, die ich bei Amazon gekauft habe. Die sind okay, wie so ein Trabant. Fährt auch. Aber Everydays ist einfach der Porsche unter den Probiotika-Formeln. Zu dem Bundle hier gibt es einen Rabatt von Everydays nur für euch über den Link in meiner Beschreibung. Okay, weiter im Thema. Unbeschreibbar behaupte ich, wenn man nicht liest, das Richtige muss man natürlich lesen, ne? Aber dann kann man nicht erfolgreich werden. Unmöglich. Wenn man in Erfolg reingeboren wurde, das ist was anderes. Ja, diese Menschen meine ich nicht. Ja, ich rede nicht von Sven Glückspilz, sondern von normalen Menschen, die aus dem Nichts ihr Leben aufbauen und es sich selbst holen müssen. Nummer 9, Primärquelle. Alles, ausnahmslos. Für alles möchte ich den Beweis. Ich brauche immer die Quelle. Und zwar eine zuverlässige Quelle. Nicht, weil es im Magazin stand. Selbst Bücher reichen mir nicht als Beweis. Es muss ein wissenschaftliches Werk sein, was eine Verknüpfung zu einem renommierten Forschungsinstitut hat. Ich kann daher Populärjournalismus nicht leiden, wo einfach Dinge behauptet werden. Wenn ich dann sowas lese wie Premierministers Aussagen haben das Volk schockiert, dann ist mein erster Gedanke, woher weißt du das, ja, dass das Volk schockiert wurde? Hast du Ergebnisse einer empirischen Umfrage vorliegen, wonach ein Volk erwiesenerweise in einen Zustand des Schocks versetzt wurde, nach klaren Definitionen aus der Psychologie? Das deutsche Volk war nach dem Zweiten Weltkrieg schockiert. Ja? Da gab es echte wissenschaftliche Untersuchungen zu. Eine niederländische Uni hat sogar die DNA von Nachkriegskindern untersucht. Und so ein dahergelaufener Journalist, ja, schreibt da, das Volk ist schockiert von den Aussagen von dem und jenem Politiker. Shut up, ja, du weißt nicht, wovon du sprichst. Hör auf, die Leser zu verarschen. Und wenn wir schon dabei sind, Nummer 8, Entzug. Ich trinke keinen Alkohol, rauche keine Zigaretten, nehme keinerlei Drogen wie Gras und sowas. Ich habe auch noch nie im Leben Lotto gespielt und Glücksspiel interessiert mich insgesamt überhaupt nicht. Was hat das mit Erfolg zu tun? Also ich sag mal so, ich verschwende keine Zeit, irgendwas anzubauen oder mir zu besorgen oder verschwende meine Zeit mit falschen Hoffnungen wie Glücksspiel. Ich kaufe lieber Gemüse und andere Sachen und koche gesund zu Hause. Wenn ich schon Zeit dafür ausgebe, dann für konstruktive Sachen. Das kann jeder jetzt so bewerten, wie er will. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn andere das tun. Ja, das ist Freiheit. Ihr könnt tun, was ihr wollt und was euch Spaß macht. Aber ich tue es nicht. Und ich denke, das hat mir viel Zeit erspart, mich für solche Dinge nicht zu interessieren. Aber es gibt Menschen, die auch mit diesen Dingen sehr erfolgreich sind. Alles ist möglich. Wie gesagt, nur für mich persönlich war das nie ein Erfolgskonzept. Nummer 7, kein Mainstream. Ich schaue seit ich ungefähr 14 bin kein TV und höre auch kein Radio, also alles, was als Programm vorbestimmt und ausgestrahlt wird. Streaming dagegen, ja klar, ne? Aber hier zu Hause in den USA habe ich keinen Kabelanschluss. Stattdessen habe ich hier kostenlos das hier. Über 2000 TV-Sendungen hat mein Fernseher. Und ich mache das nur an, wenn ich meinen Besuchern aus Deutschland diesen amerikanischen Konsumwahnsinn zeige. Aber ich lasse mich nie berieseln mit vorgegebenen Sendungen, die strategisch so gemacht sind, um den Bürger zu beschäftigen und an die Kiste zu binden. Ausnahme sind Nachrichten. Ich lese sie jeden Tag, um zu wissen, was auf der Welt los ist. Nummer 6, Kunst. Ich lege Wert auf Kunst. Ich besuche gerne Kunstausstellungen. Ich habe zu Hause auch viele Werke hängen. Ein Haus oder Bürogebäude, wo Kunst hängt oder nicht hängt, trägt für mich eine wichtige Nachricht. In einem amerikanischen Unternehmen, wo ich zum Interview ging für einen Job, ganz am Anfang, da hingen Slogans an der Wand. Ja, sowas wie, kennt ihr wahrscheinlich. There is no I in Team. Und solcher Quatsch. Aber kein einziges Kunstwerk. Ich musste den Geschäftsführer nicht kennenlernen. Ja, ich wusste sofort, dass dieses Unternehmen
keine Kultur haben konnte. Ich habe also dankend abgesagt. Nummer 5. Keine Ahnung zu haben ist völlig okay. Hier auch einige Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und es auch ganz offen sage, ohne mich zu schämen. Denn das hat mir viel Zeit erspart. Ich habe keine Ahnung von Autos, Sportclubs insgesamt. Wenn du sagst Werder Bremen, ja, dann frage ich dich, wer ist Werder? Ein Freund von dir? Ja, und was macht er in Bremen? Ich habe mich nie mit Autos beschäftigt. In den Kommentaren stand letztens, ein Porsche-Fahrer, der keine Ahnung von Autos hat, erzähl doch keine Märchen, ja? Also Kfz-Erfahrung ist doch keine Prämisse, geh doch mal zu einem Porsche-Händler und sag, ich habe keine Ahnung von einem Auto, ich weiß nicht mal, wo der Motor ist. Weißt du, was der Verkäufer dann sagt, ja? Ich sag dir, was er zu mir gesagt hat. Willkommen bei Porsche. Wissen Sie schon, welches Modell Sie kaufen wollen, ja? Und dann bin ich mit meinem Porsche da rausgefahren. Aber etwas Ahnung habe ich von Motorrädern. Ich weiß, was eine 650er ist, aber ansonsten habe ich mich damit auch nicht länger als 5 Minuten beschäftigt. Ich weiß nur, das war die einzige Automatik in der Preisklasse, was ich bekommen konnte. Ich bin ins Probe gefahren. Fühlt sich gut an, ich habe es gekauft. Nummer 4. Diese Dinge sind mir unwichtig. Markenwahn. Ich trage gerne Sachen, wo keine Logos sind, weil ich nicht kostenlos Werbung für ein Unternehmen machen will. Ich mag lieber Qualität. Ob da jetzt ein Adidas-Logo ist oder Aldi, das ist mir völlig egal. Aber wenn es drauf ist, ist es auch nicht so schlimm für mich. Aber ich mag keine Logo-Statements an meinem Körper irgendwo. Nummer 3. Meckern. Es gibt nichts, was ich mehr abweise, als das Meckern über Dinge. Gespräche über Politik, da könnte ich explodieren vor Langeweile. Der Kanzler, ja, diese Regierung, jene Steuer, bla bla bla, das schmeckt mir nicht, jenes Auto ist hässlich, Peter, Hans und Frieda sind blöd. Ja, alles, was mich nicht weiterbringt oder mir nicht hilft oder keine Entscheidungsgrundlage liefert, da halte ich mich raus. Wenn ich mich über Politik ärgere, dann werde ich Politiker und ändere es. Aber einfach nur darüber reden, ohne es zu verändern, das macht mich wahnsinnig. Also Satire, also Komödie, das ist wieder gut. Ja, lustig finde ich immer, das ist immer gut, lustig. Da kannst du mich immer abholen. Volker Pispers fand ich früher mega lustig. Seine Kommentare über USA waren klasse. Ich habe mich noch nie so herzhaft, also darüber amüsiert, so herzhaft gelacht. Aber seit ich hier lebe in den USA, habe ich gemerkt, er hat auch nur Klischees gekannt, aber kannte USA nicht wirklich. Alles wird anders, wenn man in den USA lebt. Es gibt einige Komiker, die leben in den USA und machen sich über das Land lustig. Making his late-night stand-up debut with us this evening, please welcome the very funny Ismo. Über die konnte ich früher nicht lachen, weil ich es nicht verstanden hatte. Jetzt lache ich viel mehr über die, also amerikanische Komiker, die sich über Amerika lustig machen. Nummer 2, keine Dramen. Ich habe mich immer erfolgreich von allen verrückten Menschen ferngehalten und Beziehungen sehr schnell beendet, wenn ich gemerkt habe, die erschaffen Probleme. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Menschen, die viel Energie kosten und an den Nerven zerren, aber konstruktiv sind. Und wenn man sie aushält, am Ende dann etwas Gutes dabei rauskommt. Also die meisten Menschen, die unglaublich kompetent, smart, kreativ, konstruktiv sind, ja, sind meist auch sehr schwierige Menschen. Man muss sie aushalten, wenn man auch selbst erfolgreich sein will. Aber viele wiederum sind einfach nur schwierig, sonst nichts. Da laufe ich weg. Nummer 1. Produzent statt Konsument. Ich bin kein Konsument, sondern ein Produzent. Ich möchte Dinge machen, schaffen, erledigen, weiterbringen, mich und andere erfüllen und bereichern. Alles, was mich bremst, unnötig beschäftigt, falsche Hoffnungen schafft, Unmögliches verspricht, unrealistische Träume schürt, Institutionen und Entitäten, die nur darauf aus sind, meine Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie sich selbst einen Vorteil verschaffen möchten, die filtere ich aus meinem Leben raus. Ich brauche intellektuelles Input, etwas, was ich mitnehmen kann. Ein Beispiel, also da gibt es also einen Blindgeborenen, der versucht, ein Auto zu malen auf Papier. Selbst das fand ich faszinierend, weil ich erstmals erlebe, wie ein Blinder denkt und fühlt. Der erzählt auch viel über sein Leben, zum Beispiel, dass er nicht in Bildern träumt, sondern Geschmäcker und Geräusche träumt. Weil er keine Vorstellung davon hat, was Bilder sind. Weil sein Visual Cortex im Gehirn nie beansprucht wurde. Er weiß nicht, was ein Strich ist, was ein Stift eigentlich tut. Also sowas bereichert mich, weil ich merke, in was für Welten Menschen leben, die komplett anders sind als die unsere Welt. Aber wieso soll ich mir anschauen, wie jemand vom Stuhl fällt oder mit mir den Moonwalk-Tanzschritt
beibringt oder eine alte Schreibmaschine repariert. Das ist unterhaltsam, aber pure Zeitverschwendung. Das sind Hirnzellenfeinde. Zurück zu der Frage, wie schafft man das alles? Also der Tag hat 24 Stunden. Nach dem Schlaf bleiben mir viel Zeit für viele Dinge, indem ich viele Sachen, die ich hier aufgezählt habe, nicht mache. Es geht also nicht nur darum, was ich mache und wie ich es mache, sondern wie viele Dinge, die ich eben nicht mache. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wenn man erfolgreich sein will. Die Frage wäre ja, was machst du nicht? Bis bald.